Hey, Servus, mein Name ist Markus und ich melde mich heute mal aus dem Homeoffice, denn ich habe Post bekommen. Vor mir steht hier, ich hoffe, man sieht's, das Bosch Smart Heizen Smart Home Starterpaket. Das Ganze besteht einmal aus einer Basisstation, das ist der Smart Home Controller 2, das ist die aktuelle Generation. Dann haben wir hier ein smartes Heizkörperthermostat. Ich finde es übrigens optisch sehr gelungen mit dem Display und dem silbernen Element vorne dran. Genau. Und zum Schluss haben wir auch noch so einen Tür- und Fensterkontakt, der dann eben erkennt, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet ist und entsprechend die Heizung regelt. Und so spart man dann effektiv Heizkosten. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn ich will euch zeigen, wie man das Ganze einrichtet, was es dabei zu beachten gibt. Und ja, ich würde sagen, ich schnapp mir mal dieses Gerät hier, den Smart Home Controller und installiere das Ganze. Ich habe das Ganze hier direkt neben meinem Router platziert. Ihr seht ja auch den Lieferumfang. Neben dem Smart Home Controller ist noch ein USB-C-Kabel, ein Netzadapter sowie ein LAN-Kabel dabei. Ich verbinde also jetzt zunächst das USB-C-Kabel mit dem Netzstecker und diesen stecke ich dann in den Controller. Anschließend wird das Ganze noch mit Strom versorgt, also Stecker in die Steckdose. Jetzt leuchtet auch schon die LED, also soweit funktioniert es schon mal. Im letzten Schritt verbinde ich dann noch den Smart Home Controller mit meinem Router, indem ich das beigefügte LAN-Kabel verwende. Das LAN-Kabel ist für meinen Geschmack ein bisschen zu stark. Ihr seht, wie das sich hier knickt. In meinem Fall kann ich es aber ganz gut hinter dem Schrank verstecken. So, nachdem ich die Basisstation angeschlossen habe, versuche ich jetzt mal das Ganze mit der App zu verbinden. Dazu gibt es die Bosch Smart Home App im Play bzw. App Store. Ich öffne das Ganze einfach mal und ja, drücke unten auf Jetzt loslegen. Smart Home einrichten. Das klingt richtig. Okay. Also muss auf der Basisstation wird unten ein QR-Code sein und den werde ich jetzt abscannen. Nachdem der Code gescannt wurde, muss man nur noch eine Taste auf dem Gerät drücken, so wie ihr es rechts im Bild seht. So, das war jetzt mit der Aufnahme ein bisschen schwierig, weil ich am Gerät sein musste und ja, aber gleichzeitig hier am Rechner aufnehme. So, das Gerät ist jetzt gekoppelt. Ich wähle jetzt das Land aus, in dem ich es verwende, gebe ein Passwort ein. Das muss man natürlich später rausschneiden. So, die Basisstation ist in die App integriert und jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden Geräte. Ich habe hier den Fensterkontakt und das Heizkörperthermostat. Und ja, die App sollte in etwa so aussehen wie hier rechts. Ich klicke jetzt unten rechts auf das Plus und werde gefragt, ob ich ein neues Gerät hinzufügen möchte. Ich klicke auf Ja. Wir fangen an mit dem Heizkörperthermostat, also wähle ich hier Heizkörperthermostat aus und klicke auf Weiter. Genau. Als nächstes muss ich dann den QR-Code vom Gerät scannen. Den findet ihr zum einen im Gerät selbst als auch im Deckel. Drücke ich das mal hin und drücke auf Scannen und suche mir den QR-Code. Kamera ist leider nicht die beste, aber es funktioniert sehr gut. Als nächstes sollen die Batterien rein. Es sind zwei Stück im Lieferumfang. Einfach hier hinten Klappe ab und Batterien einstecken. So, ich klicke in der App auf Weiter. Jetzt soll dieses Symbol erscheinen und ihr seht, das haben wir auch. Also klicke ich auf Weiter und muss einen kleinen Moment warten. Jawohl, also das hat schon mal geklappt. Sehr gut.
Ich klicke auf Weiter und darf mein altes Thermostat entfernen. Das werde ich auch direkt machen. Ja, hier seht ihr mein aktuelles Thermostat. Ich schnapp mir direkt eine Zange und lege los. Einmal kurz gegen den Uhrzeigersinn andrehen. Danach lässt sich das Ganze relativ simpel mit der Hand lösen. Ein bisschen vorsichtig solltet ihr sein, wenn ihr mit der Zange arbeitet. Wenn ihr da irgendwelche Plastikbefestigungen habt, also so eine Plastikmutter, dann vielleicht lieber ein Tuch unterlegen oder ein bisschen sanfteres Werkzeug benutzen. Ich habe hier bei mir so einen externen Fühler am Start. Das ist dieser Draht, den ihr da seht. Den werde ich später noch entfernen, aber jetzt erstmal lasse ich es einfach so hängen. Also, das alte Thermostat ist entfernt. Ich klicke hier auf Weiter und jetzt kommen ein paar Informationen zur Montage. Ihr könnt auf die Website gehen, da gibt es so einen Test, wo ihr eintragt, von welcher Marke euer Thermostat ist und da wird angezeigt, welche Adapter benötigt werden. Bei mir war das jetzt schon passend. Ja, deswegen einfach weiter. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze noch am Heizkörper montiert. Im Prinzip war es bei mir einfach nur aufschrauben. Wenn ihr ein anderes System habt, findet ihr auf der Bosch-Webseite aber auch Hilfestellungen dafür. Wie gesagt, ist die Montage mit diesem Schraubsystem sehr einfach. Ich positioniere das Thermostat relativ gerade an dem Ventil und dann nehme ich einfach diese Überwurfmutter und schraube es mit der Hand fest. Ich habe in dem Fall auch auf eine Zange verzichtet, denn ich wollte die Mutter auf keinen Fall zerkratzen. Außerdem ließ sich das Ganze auch so sehr gut festschrauben. Nachdem das Thermostat dann montiert ist, muss noch eine Kalibrierung durchgeführt werden. Einfach auf Weiter klicken. Und es ist geschafft. Heizkörper ist hinzugefügt und kalibriert. Ich klicke auf Weiter. Jetzt wird nochmal die Signalstärke getestet. Signalstärke ist gut. Und ja, ich hatte vorher schon mal den Raum Wohnzimmer angelegt und genau da ist das Thermostat. Wenn ihr noch keinen Raum hinzugefügt habt, gibt es da den Button, könnt ihr einen neuen Raum erstellen oder auswählen. Und ich klicke auf Weiter. Genau, ihr könnt jetzt noch auswählen, ob es in die Kachel Favoriten hinzufügt. Das mache ich jetzt und klicke auf Fertig. Ihr seht hier die Solltemperatur und die aktuelle Raumtemperatur. Das kann man mit so einem Slider einstellen. Es ist aktuell schon sehr warm. Heizung ist auch ausgeschaltet. Von daher passt's. Man kann hier noch individuell einen Zeitplan erstellen, wie man es haben möchte. Genau. Aber wir machen jetzt erstmal weiter hier. Und zwar mit dem Tür- und Fensterkontakt. Ja, ich gehe auf Mehr und hier auf Geräte hinzufügen. Also auf, ich sage es nochmal ganz kurz. Ich gehe unten rechts in der Leiste ganz rechts auf Mehr. Dann auf Verwaltung Geräte. Hier sieht man, das Heizkörperthermostat ist schon hinterlegt. Und unten rechts aufs Plus. Und suchen wir hier den Tür- und Fensterkontakt. Da haben wir ihn. Und ich klicke auf Weiter. So, und gucke ich mal, wo hier der QR-Code ist. Genau, also einfach, ich sag's mal so. Hinten ist so ein Deckel mit so einer Lasche. Lasche reindrücken, Deckel abziehen. Und da ist dann, ich wollte euch nicht den Mittelfinger zeigen. Hier haben wir dann den QR-Code. Genau. Und dann ist hier bei der Batterie hier oben noch so eine Lasche. Die rausnehmen, Batterie reindrücken und dann in der App auf Weiter klicken. Gerät ist hinzugefügt. Jetzt soll das Gerät an den endgültigen Verwendungsort. Ich weiß noch gar nicht genau, wo es hinkommt, deswegen lasse ich es einfach mal so und klicke auf Weiter. Die Signalstärke passt. Und genau, hier gibt es nochmal Hinweise zur Montage. Also das große Teil soll eben an den Rahmen neben das Fenster und der kleine Magnet kommt dann ans Fenster selbst so seitlich. Da ist ja auch so ein doppelseitiges Klebeband mit dabei.
Und dasselbe Spiel auch für den Hauptfensterkontakt. Wenn man da einen Deckel wieder drauf macht, gibt es hier so doppelseitiges Klebeband, zieht man ab, macht es hier drauf, zieht die andere Seite ab und kann es eben so am Fensterrahmen dann positionieren. Genau. Deswegen klicke ich einfach mal auf Weiter. Art der Montage würde ich in dem Fall kleben machen. Ihr könnt es auch schrauben, da gibt es auch Schraubpunkte. Gibt es noch weitere Hinweise zur Montage? Genau das, was ich eben erklärt habe, eben mit dem doppelseitigen Klebeband. Ich klicke jetzt einfach mal auf Weiter. In dem Fall wähle ich Fenster aus. Müsst ihr halt gucken, wo ihr es anschließen wollt, wo ihr es verwenden wollt und klicke auf Weiter. Raum auswählen, Weiter und auch den möchte ich hier als Favorit hinzufügen. Fertig. So, ich bin jetzt hier in den Favoriten drin, sehe sowohl das Thermostat, also die Raumtemperatur, als auch den Tür- und Fensterkontakt. Der ist jetzt geschlossen, denn ich habe hier den Magneten direkt am Gerät. Und ich habe nichts weiter eingerichtet, das passiert jetzt komplett automatisch. Wenn ich das jetzt trenne, erkennt zum einen die App natürlich, dass das Fenster jetzt geöffnet ist, aber auch das Thermostat im selben Raum erkennt es eben und schaltet sich automatisch aus. Es werden also keine Heizkosten verschwendet. Wenn ich das Ganze jetzt wieder schließe, also quasi das Fenster schließe, wird es auch automatisch erkannt. Ja, und so einfach lassen sich die Bosch-Geräte einrichten. Wenn man sich an die App hält, kann da wirklich nicht viel schief gehen. Einfach Step by Step durchklicken. Ihr könnt dann auch noch, wenn ihr mehr Geräte habt, könnt ihr verschiedene Szenarien einrichten, hier unten in der Mitte. Genau, oder ihr könnt eben Temperaturen nach Zeitplan festlegen und lauter so Geschichten. Klickt euch da einfach mal durch die App, aber nachdem ihr die Einrichtung geschafft habt, vieles passiert ja schon automatisch. Ihr könnt jetzt eure Temperatur steuern. Wenn das Fenster aufgeht, schaltet sich die Heizung aus. Coole Geschichte. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ich euch bei der Einrichtung helfen konnte, gebt doch bitte einen Daumen nach oben und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.